Stellt euch vor, ich hab's endlich zum Friseur geschafft. Danach war ich sogar noch ein bisschen einkaufen und ich war essen. Alltägliche Dinge. Für all das checke ich allerdings normalerweise jedes Mal die Reviews auf Google Maps. Aber warum sollten Reviews bei Google eigentlich weniger gefälscht sein als Amazon-Bewertungen? Naja, sagen wir, ich habe ein bisschen angefangen zu recherchieren und natürlich sind Google Reviews genauso gefälscht. Aber hier geht das Ganze noch ein deutliches Stück weiter. Ich habe einige Websites im Darknet gefunden, die sehr profitable Erpressungsstrategien fahren. Und die Frage für mich stellen, ob Google Maps Reviews eigentlich nicht vielleicht besser abgeschafft werden sollten. Was das mit einigen Anwälten aus Zypern zu tun hat, das erfahrt ihr in diesem Video. Bevor wir aber starten, möchte ich hier einmal ganz kurz Danke sagen. Ihr wart so unfassbar gut zu mir im letzten Video. Ich habe wirklich einige Tränen verdrückt. Wer nicht mehr an das Gute im Menschen glaubt, der möge sich einfach bitte nur die Kommentare unter dem letzten Video von mir ansehen. Die waren einfach überwältigend. Und tatsächlich unterstützt auch Coursera heute dieses Video. Auch sie setzen sich für Bildung ein und wollen den Kanal hier tatsächlich fördern. Und ich darf euch heute ihr neues Google Cyber Security Professional Certificate vorstellen. Das ist ein 6-monatiges Zertifikatsprogramm, das von Google-Mitarbeitern gelehrt wird und mit dem ihr sogar schon einen ersten Einstiegsjob bekommen könnt. So sagt das Coursera. Netzwerksicherheit ist genauso Thema wie Wireshark oder Schwachstellenmanagement und das sind genau die richtigen Themen, die man braucht. Ihr braucht keine Erfahrung im Vorfeld und regelt das Tempo einfach selbst, weil es ein Online-Programm ist. Am Ende habt ihr zusätzlich zum Wissen ein Zertifikat in der Hand, das ihr natürlich eurem Lebenslauf beilegen könnt, auf LinkedIn eintragen könnt und natürlich auch auf der Bootstrap Academy eintragen könnt, indem ihr es mir schickt. 138.000 Teilnehmer nutzen den Kurs laut Coursera schon und haben eine beeindruckende 4,9 Sterne Bewertung hinterlassen. Merkt ihr das? Und dieser Bewertung vertraue ich sogar, womit wir wieder beim Thema wären. Aber Coursera hat tatsächlich auch das Angebot, dass ihr euch 7 Tage lang kostenlos das Zertifikatsprogramm ansehen könnt. Also meldet euch fix an und schnappt es euch mal kurz. Also, zurück zum Thema Bewertung. Wer von euch hat schon mal eine Google-Bewertung geschrieben? Ich tatsächlich nur eine einzige. Normalerweise denke ich mir, oh, hier war es aber lecker. Oder ich renne straight zur nächsten Schüssel. Und so geht's wohl den meisten. Die Anzahl an Nutzern, die jeweils für einen Dienst überhaupt eine Review geschrieben haben, ist bei etwa 48%, sagt der Global Web Index 2019. Das heißt, weil ich jemals eine Google Maps Review geschrieben habe, zähle ich zur Minderheit. Und das, obwohl es nur eine einzige war. Für meinen Gesangs- und Stimmtrainer. Grüße gehen raus, Daniel. Ja. Im brutalen Kontrast dazu stehen allerdings die sogenannten Purchase Driver. Wenn jemand ein Produkt online kauft oder generell kauft, dann sind laut Global Web Index die wichtigsten Faktoren für die neuen potenziellen Kunden kostenlose Lieferung, Couponcodes und an Stelle 3 die Reviews von anderen Kunden. Und ich bin da ja nicht besser. Reviews auf Trustpilot und Co. sagen für mich aus, ob ein Shop Scam oder echt ist. Reviews auf Google Maps sagen mir aus, ob ich nach einem Restaurantbesuch fett Bauchi-Fauchi bekomme. Und natürlich ist das bei Menschen unter 40 nochmal deutlich stärker ausgeprägt als bei Menschen über 40. Unter 30 kann ich ja jetzt nicht mehr sagen, nicht wahr? Ich werde alt. Mein Rücken. Dadurch wird eine Sache klar. Die Nicht-Online-Unternehmen legen natürlich einen fetten Wert auf ihre Bewertung und das wichtigste Portal ist natürlich Google Maps. Denn kostenlose Lieferungen, die gibt's natürlich einfach nicht. Und von der Döner-Stempelkarte erfahrt ihr erst, wenn ihr vor Ort seid. Und wenn Unternehmen einen großen Wert auf etwas legen, dann ist das Angebot auch nicht weit. Wusstet ihr nämlich, dass Google Reviews komplett und legal einfach gelöscht werden können? Klar, das macht auch Sinn, zum Beispiel wenn meine Review sagt, dieses Restaurant ist richtig schlecht, kommen Sie um die Ecke zu Marios Klempner Service, wenn Ihre Toilette deswegen verstopft. Grundsätzlich gibt es hier also Richtlinien für Reviews. Sich als jemand anderes auszugeben, genauso wie Hassrede oder vulgäre Sprache, also wenn in der Review zum Beispiel der Inhaber beleidigt wird, sind verboten. Und ja, auch Unfug ist verboten, also Reviews, die als Streich gemeint sind. Es gibt bei mir hier in der Gegend eine Raucherbar, die ein
bisschen ungepflegt aussieht. Dort gibt es eine Review, die sinngemäß sagt, dass der Ort ein Spaß für die ganze Familie ist. Das fällt auch, wenn es hilarious ist, da drunter. Der Maulkorb ist aber natürlich sinnvoll, denn für ein Unternehmen kann das existenzbedrohend sein, wenn negative Reviews reinkommen. Ich habe früher auch meine Online-Kurse verkauft und das war extrem spannend zu beobachten. Bei über 4,5 von 5 Sternen waren meine Verkäufe bei über 300 Stück im Monat. Zwischen 4 und 4,5 Sternen habe ich ungefähr 100 Kurse im Monat verkauft und unter 4 war ich bei ungefähr 10 Verkäufen bei demselben Kurs. Das macht einen Unterschied von Faktor 30 in solchen Extremfällen. Und ob ein Restaurant jetzt 15.000 Euro einnimmt, was gerade so für Mitarbeiter und Miete reicht, oder 450.000 im Monat, das ist existenzentscheidend. Und dadurch haben natürlich Restaurants, YouTuber, Online-Shops, die Bootstrap Academy einfach alle ein extremes Interesse daran, Reviews in Form von Daumen oder Sternen zu bekommen. Deswegen werden Kunden auch so häufig gefragt, ob sie eine Rezension hinterlassen wollen. Das ist in Ordnung, aber niemand darf eine Gegenleistung dafür anbieten. Das verstößt auch gegen Richtlinien und zählt als sogenanntes irreführendes Verhalten. Wenn ihr also von eurer Dönerbude eine Gegenleistung im Sinne von Stempel auf eurer Dönerstempelkarte für eine Google Maps Review bekommt, dann ist das ein Grund, warum eure Rezension gelöscht werden kann. Denn dann wäre eure Review irreführender Inhalt, weil sie bezahlt wurde. Und wenn ihr Mitbewerber seid, also beispielsweise ein eigenes Restaurant führt, dürft ihr gar keine Restaurant-Reviews schreiben, weil Wettbewerb. So, und daraus hat sich natürlich eine spannende Industrie gebildet. Wenn man auf Startpage oder natürlich auch auf Google nach Google-Bewertungen löschen sucht, kommen direkt 3 Anwälte, die sich nur darauf spezialisiert haben, negative Google-Bewertungen zu löschen. Einer davon nennt sich sogar legit Löschprofis. Das sind buchstäblich Anwaltskanzleien, die Löschungen pro Review, in dem Fall ab 15 Euro, durchführen. Sie werben mit 95% erfolgreichen Löschungen und nur Bezahlung bei Erfolg. Und der soll sich in 8 bis 10 Tagen einstellen. Sollte man richtig schlecht bewertet worden sein, kann man auch einfach sein gesamtes Google-Profil für einen Fixpreis löschen lassen und anschließend das komplette Profil neu aufsetzen. Das mag wie gesagt sinnvoll sein, wenn wir jetzt von Hassrede oder Marius Klempner Service ausgehen, aber sind wirklich 95% der schlechten Bewertungen insgesamt auf Google Hass und Hetze? Das ist wirklich schwer herauszufinden, denn das sind eigentlich echte juristische Streitpunkte, die man eigentlich vor einem Gericht klären müsste. Laut dieser absolut vertrauenswürdigen Infografik, die euch sicherlich nicht selbst irgendwas verkaufen will, ist bei Amazon die schlimmste Kategorie von Fake-Reviews übrigens die Supplement-Kategorie, also Nahrungsergänzungsmittel, mit 64% Fake-Reviews. Wie auch immer sie das erkennen wollen. Die meisten dieser Reviews sind aber wahrscheinlich positive Fake-Reviews und nicht negative. Negative Reviews werden meist von unzufriedenen Kunden geschrieben, die eher nicht glücklich waren mit dem, was sie da bekamen. So etwas zum Beispiel. Es ähnelt eher einer Snackbar mit Junkfood. Aha! Ich habe mich darum mal mit jemandem, der, sagen wir in nicht ganz so öffentlichen Teilen des Internets solche Dienste anbietet, unterhalten. Wie immer, ohne Links und Screenshots, ich will aufklären, keine Anleitung liefern. Aber er meinte dazu: Die kannst du easy löschen lassen. Junkfood kann man als Beleidigung werten. Das reicht aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Review zwar negativ gemeint war, aber nicht von einem Bot stammt. Ob er allerdings eine vertrauenswürdige Quelle ist, das darf jeder von euch sagen. Dennoch, 95% Löschquote, mit der die Löschprofis da werben, das erscheint mir massiv zu viel für Fake-Reviews oder Abusive Reviews. Aber mal ehrlich, was hat denn Google davon, sich gegen so eine Meldung zu wehren? Kosten für Anwälte, für Google, für absolut keinen Vorteil. Und deswegen hinterfragt Google natürlich nicht groß oder zieht gar vor ein Gericht, um diese 1-Sterne-Review da zu behalten, sondern sie löschen sie einfach anstandslos, sobald eine Anfrage eines Anwalts reinkommt. Selbst der Review-Schreiber wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mit Google in Verbindung setzen, wenn seine Review gelöscht wird und sich wehren. Höchstens vielleicht im Einzelfall mal. Zumal Google ja eigentlich schon entschieden hat, dass sie weg muss. Und hier kommt ein weiteres Puzzlestück zusammen.
Offensichtlich kann man sich auch Google Reviews kaufen. Da muss ich jetzt nicht für ins Darknet gehen. Es gibt zig solche Services, wie zum Beispiel diese Seite hier, wo man sich alle möglichen Dienste kaufen kann. YouTube-Aufrufe, Likes, Android-App-Installationen oder Reviews, Discord-Mitglieder, Spotify-Playlist-Follower und noch so viel mehr. Aber natürlich kann man sich auch Google Reviews kaufen. Ich finde es by the way immer super amüsant, dass solche Dienste mit ihren positiven Customer Reviews werben. Sie merkten schon selber, dass sie genau das fälschen, oder? Naja, egal. Man kann, wie gesagt, Reviews kaufen. Trustpilot, Yelp und wie gesagt natürlich auch Google Reviews. Sogar unterschieden in Female und Male Google Reviews von beispielsweise einer High Quality Female Google für $12 pro Review. Na, das ist ja vertrauenswürdig. Und natürlich kann man hier auch negative Reviews kaufen. Oder man kann sie natürlich auch selbst einfach erstellen. Und damit kommen wir zum großen Ganzen. Ich kann also Google Reviews kaufen, egal ob gut oder schlecht. Und ich kann für einige Euro anbieten, Reviews bei Google wieder löschen zu lassen. Und genau das wurde auf die Spitze getrieben. Speziell für Friseure war das ein großes Thema. Es geht um die sogenannten Bewertungsretter. Ein Dienstleister, der Bewertungen auf Booking.com für Hotels, Yameda für Ärzte, Google, Kununu und TripAdvisor löschen lässt, wenn sie schlecht sind. Sie bieten eine Löschquote von über 90%, keine Vorkasse und natürlich über 5000 zufriedene Kunden. Wir haben unsere unberechtigten Bewertungen löschen lassen können. Die Kommunikation war super und der Ablauf auch. Ich kann diese weiterempfehlen. Julia Weber, Friseurmeisterin. Julia war also sehr zufrieden. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber in Deutschland gibt es nur Friseursalons namens Weber mit 4,5 Sternen und aufwärts. Das ist ein wunderbar generischer Name, der vermutlich so gar nicht existiert, wie üblich. Aber spannenderweise kam dieser Retter wahrscheinlich sogar auf sie zu, so schreiben es einige Artikel. Ein Anruf einer Marketingagentur, die anbietet, schlechte Bewertungen löschen zu lassen. Ganz kurz, nachdem rein zufällig sehr viele schlechte Bewertungen auf Google eingetroffen sind. Das kann man übrigens sogar abmahnen, wenn euch jemand anruft deswegen, aber wer nimmt schon jedes Telefonat auf? Naja, wie wir wissen, wirkt das nach außen hin schlecht, wenn da einige schlechte Bewertungen sind. Und für nur 149 Euro pro Bewertung werden die jetzt gelöscht. Das hätte Julia online günstiger haben können, aber 10 Bewertungen zu löschen kostet damit ungefähr 1500 Euro. Das ist eine signifikante Summe. Natürlich auch hier Zahlung nur bei Erfolg. Durchgeführt wird das also von den sogenannten Bewertungsrettern, manchmal auch von Bewertungshelden oder Goldstar Marketing und einige weitere. Eine Website für Friseure warnt vor genau diesem Muster. Die Bewertungsretter stehen jedenfalls unter Betrugsverdacht, weil sie die Reviews einfach selbst mit privaten Accounts schreiben und dann Schutzgeld erpressen und anschließend ihre eigene Review wieder löschen. Oder natürlich jemanden bezahlen, der sie schreibt und anschließend bei Google eine Anfrage stellen, um sie zu löschen. Der Artikel beschreibt, dass die Bewertungsretter auf Zypern sitzen. Die Website ist Stand heute noch online und gibt im Impressum mittlerweile einen Sitz in Hannover an. HT GmbH soll der Betreiber sein. Und HT GmbH hat natürlich einen Firmeneintrag mit einer passenden Adresse. Gegenstand des Unternehmens ist allerdings der Betrieb von Hotels sowie der Handel mit technischen Gütern und Lebensmitteln aller Art, einschließlich Export und Import. Nichts mit Rechtsanwalt. Ja, das ist jetzt ein bisschen weird. Zypern war es allerdings wohl irgendwann mal in der Vergangenheit. Mittlerweile sitzen sie in Deutschland. Kontaktdaten für HT oder auch Hamid Taromi, den Gründer, habe ich keine gefunden. Die 3 ehemaligen bzw. jetzigen Geschäftsführer sind quasi wie vom Erdboden verschluckt. Auch die Bewertungshelden haben mittlerweile ihren Standort in Deutschland als Teil der Novitum GmbH in Wernau, einem IT-Dienstleister. Zumindest geben sie das an. Also wieder nichts mit Jura. Der CEO von Novitum, Julian C., hat allerdings wenigstens noch LinkedIn. Er scheint aber dort nicht ganz so aktiv zu sein. Naja. Und übrigens, es gibt auch noch eine weitere GmbH, die er gegründet hat, die NextElement.de, eine SEO-Agentur, also eine Marketingagentur, die dafür zuständig ist, Websites in Suchmaschinen möglichst weit vorne zu platzieren. Auf ihrer Website geben sie als Referenz unter anderem Rauchgenuss.de an. Eine Webseite, von der der CEO von Novitum
Julian C., auch Geschäftsführer war bis 2019 und die gar nicht mehr existieren. Naja, egal. Außerdem soll Immowelt Referenz sein, die erwähnen aber absolut nirgends eine Zusammenarbeit mit ihnen. Ebenso wie Carrera. Naja. Und GoStar Marketing gibt im Impressum sogar eine zyprische Adresse an. Auf ihrer Website geben sie sogar an, bei ZDF gewesen zu sein. Ja, die müssen jetzt aber vertrauenswürdig sein, oder? Lustigerweise waren sie das mal in einer Doku von Frontal 21, in der ein Mitarbeiter der Firma anonym genau das bestätigt hat, was ich euch hier zusammengefasst habe. Nämlich, dass GoStar Marketing Betrügerei betreibt. Schon dreist, sich dann mit einem Auftritt im ZDF zu schmücken, in der Hoffnung, dass das niemand prüft. Die Deutsche Public Relations Gesellschaft hat übrigens nach dem Video von ZDF sogar mit dem Geschäftsführer gesprochen und festgestellt, dass es einfach ein engagierter Schauspieler war. Also gut, lassen wir mal mein laienhaftes Journalistspielen sein. Es geht mir hier nicht darum, irgendeinen Skandal aufzudecken und irgendwelche Firmen runterzumachen. Sagen wir einfach, manche Firmen, die euch anbieten, Google-Bewertungen zu löschen, sind dubios und ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn sie euch nicht sogar selbst mit ihren Accounts schlechte Reviews gebaut haben, denn das sind eigentlich keine Anwälte, sondern einfach nur random Dudes, die Schutzgeld für Google-Bewertungen erpressen. Aber das aufzusetzen ist ja auch einfach sehr leicht. Dazu braucht man ein paar Google-Accounts und das war's. Aber das Ganze geht noch einen Schritt weiter. Und hier kommt das Neue und das, was ich wirklich problematisch finde. Wie schon erwähnt, ich bin auf das ganze Schema über das Darknet aufmerksam geworden. In einem gewissen Forum wurde das sehr laut diskutiert. Im Grunde ist das ja so einfach, dass jeder von uns das selbst machen könnte. Es ist halt nur nicht so effektiv. 10 Google-Accounts mit VPN aufmachen, 3 schlechte Bewertungen schreiben, Firma kontaktieren und nach Schutzgeld fragen. Sagt sie ja, dann löscht man die schlechten Bewertungen oder man macht sie zu positiven für ein jährliches Schutzgeld-Abo, versteht sich. Falls Sie Nein sagen, dann kommt natürlich jedes Mal eine neue Bewertung dazu. Jeden Monat eine 1-Sterne-Bewertung. Das zieht den Schnitt so massiv runter, dass es langsam aber sicher existenzbedrohend ist für Friseure, für Restaurants und andere Dienstleister. Und die kennen sich vielleicht mit Online nicht so gut aus. Das ist wahnsinnig aufwendig und kostenintensiv, solche Bewertungen wieder loszuwerden, beziehungsweise überhaupt zu beweisen für sie, dass die einfach fake sind. Das ist nicht so einfach, wie manche Anwälte das darstellen wollen, außer man schreibt die Dinger natürlich selber, denn eigene Reviews kann man immer löschen. Was mich jetzt allerdings beunruhigt, ist, dass in diesem Darknet-Forum speziell gefragt wurde, ob man sich nicht die Einnahmen teilen möchte. Hier wurde also wirklich diskutiert, ey, lass mal zusammen kleine lokale Unternehmen erpressen und jeden Monat kriegen sie eine echte Google-Bewertung. Als unser Kunde natürlich eine gute, als Nicht-Kunde kriegen sie halt eine schlechte. Dieser Abo-Service ist genau das, was noch vor Jahren mit Schutzgeld gemacht wurde und dieser Zusammenschluss hat was Mafiöses. Auf diesem Post hatten sich schon etwa 70 Interessenten gemeldet und wollten da mitmachen. Das besonders Schwere ist bei dem Angriff nämlich, so eine Review muss echt aussehen, ansonsten funktioniert das bei Google nicht. Wenn ich jetzt also eine Rezension schreibe, ist das deutlich weniger Arbeit für mich, als wenn jemand zig Accounts oder gar mehrere gestohlene Accounts verwalten muss, mit den ganzen Trackern, die Google natürlich bei uns hat. Wenn sich das professionalisiert, dann wird das ein Problem für sehr viele Unternehmen und sogar für euch potenziell. Denn was das bedeutet, ist relativ simpel. Gestohlene Accounts sind schon jetzt ein sensibles Thema. Jetzt hat man plötzlich noch viel mehr Interesse daran und eine finanzielle Motivation, die Accounts auch wirklich zu benutzen. Dadurch steigt der Marktpreis für Google-Accounts, auch für euren im Darknet, und damit natürlich auch die Anreize, viele Accounts zu sammeln. Aber eindämmen wird eben genauso unmöglich sein, wenn der Schneeball erstmal weiterrollt. Denn wie genau will denn Google eure Reviews von den Reviews eines Erpressers unterscheiden? Die sind genauso echt, wenn die sich zusammenschließen. Eines kann ich aber auf jeden Fall nach der Recherche sagen: Word of Mouth ist mir persönlich jetzt sehr viel wichtiger geworden als Online-Reviews.